liebe Rabbiner, Israel behauptet, der einzige Garant für alle Juden der Welt zu sein. Ohne Israel würde wieder ein Holocaust stattfinden. Sind Sie der gleichen Meinung? Hätten Sie am Morgen nach dem Niedergang Israels etwa Angst um Ihr Leben? Frage. The biggest enemy of Judaism is Zionism. They bring us the Holocaust in the beginning. They was giving the boost for Hitler to kill us. And they try all the time since then to make anti-Semitism in all the world. And to make anti-Semitism all our suffers, where we are everywhere, without the Zionism we will not suffer this. All the hate that's going on here in Europe against Judaism is only because of the Zionism. So how can they say they are our spokesmen and without them will be a Holocaust? Also er sagt, der Zionismus ist eigentlich der größte Gegensatz, der größte Feind zum Judentum. Sie waren es, die Zionisten, die den Holocaust in erster Linie überhaupt erst möglich gemacht haben. Sie waren es, die für die Bedingungen gesorgt haben, die zu diesem Massenmord geführt haben. Und mitnichten, es ist auf keinen Fall so, dass der Staat Israel bevormundend für das jüdische Volk sprechen kann oder repräsentativ in irgendeiner Form. So, da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Israel behauptet nämlich, nicht nur ein Judenstaat zu sein, sondern auch verantwortlich und Sprecher aller Juden der Welt zu sein. Sehen Sie das auch so? Das ist erste Frage. Zweite Frage, ist das israelische Regime überhaupt in Ihren Augen ein Judenstaat? Brauchen Sie denn diese Art von Vormundschaft, wobei Sie selbst dann entmündigt werden? Brauchen die Juden überhaupt einen einzigen globalen Sprecher für sie alleine? Judaism is not nationalism. Judaism is a religious. How more religious you are and most as close to God you are, as most Jew you are. How can this Zionism, which they hate God, they hate every holy thing, they hate all the Torah, all their founders was denying the Torah, denying God. How can they talk in our names? Also, er sagt, Zionismus ist nicht Judentum. Sie stehen im Gegenteil zueinander. Sie handeln gegen den Inhalt der Tora. Sie verleugnen die Existenz Gottes und handeln eigentlich im Widerspruch zu allen Religionen und allem Göttlichen. So, da wir jetzt bei dem Thema Judentum sind, kommt jetzt nämlich die nächste Frage, nämlich zur Existenzrechts Israels. Das ist nämlich das, was man sehr oft in den Medien hört. Die deutsche Kanzlerin nämlich, sie sagte des Öfteren, dass die Existenz Israels zur deutschen Staatsräson gehöre. Sie hingegen behaupten, dass Israel nach den Lehren der Tora nicht existieren darf in erster Linie. Diese Existenz bezeichnen sie als antijüdisch. Zwar sind die Zionisten von der Rasse her Juden, aber sind sie das denn auch von der Religion? Positioniert sich unsere Kanzlerin jetzt etwa nach rassistischen Maßstäben? Und ist sie im Grunde dann gegen den wahren Judentum? Kann man dann schlussendlich sagen, dass sie vielleicht antisemitisch handelt? We have our biggest respect to our Chancellor Merkel and to other world leaders who they want to help everyone and wants to do all goodness. Everybody understands that the Israelis are the biggest liars
and they're the biggest corruption, and they're brainwashing the world that they are the true Jews. We know they are the biggest enemies of the Jews. They are the biggest enemies of God. What the Chancellor Merkel and other leaders of the world, they want to support because they think they're doing the best and they try to do the best. Bravo! Bravo! Also er möchte seinen ganz großen Respekt aussprechen an die Kanzlerin Merkel. Er sagt, dass die Politiker ja eigentlich nur das Beste wollen, dass sie ja nur versuchen, das Beste für das jüdische Volk zu suchen. Aber sie verstehen nicht, dass den Staat Israel und die Zionisten zu unterstützen nicht gleichzeitig das Beste für das Wohl des jüdischen Volkes ist und ganz besonders nicht für den Ruf des jüdischen Glaubens. Die Juden sind unsere Brüder. Kommen wir nun zur Frage des Antisemitismus, was oft dieser Demonstration vorgeworfen wird. Denn Israel hat es politisch und medial geschafft, durchgesetzt, dass in Deutschland jegliche Israel-Kritik gleichgesetzt wird mit Antisemitismus. Sind wir jetzt, da wir jetzt Israel kritisieren, Antisemiten in Ihren Augen? Was können Sie und andere orthodoxe Juden tun, damit diese Antisemitismusfalle überhaupt nicht mehr funktionieren kann? Frage. Our biggest weapon is truth. We need to know what is true and what is not. If they want to make anti-Semitism, what can we do? What we can do is to stay here and say to everybody, we try, we suffer with you. We suffer from the Israelis same like you. They pressing us same like you. We can't do nothing. If they want to make us anti-Semitism, they want to create anti-Semitism, what can we do? Also er sagt, unsere größte Waffe ist die Wahrheit. Und wenn die Mainstream-Medien, wenn die Berichterstattung es nun mal so aussehen lässt, als seien wir hier Antisemiten, was können wir tun? Alles, was wir tun können, ist immer und immer wieder hierher zu kommen, hier zu erscheinen und unsere Meinung kundzutun, damit die Leute merken, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Damit die Leute merken, aus welchen Beweggründen wir hier sind. Keinesfalls richteten wir uns gegen Juden oder sind Antisemiten. Antisemitism means you are against Judaism, you are against God, you are against the Jewish religions. When you are against people who is not religious, people who hate religious, you are not an anti-Semit. Genau. It means that the Zionism, they are the biggest anti-Semitism in the world. Yes. Also, er sagt, antisemitisch kann man nur sein, wenn man sich gegen den jüdischen Glauben richtet, gegen Gott und alles Göttliche. Und das ist nicht der Zionismus. Niemand richtet sich gegen den jüdischen Glauben. Das heißt, die größten Antisemiten sind eigentlich die Zionisten. Das sind diejenigen, die den jüdischen Glauben in den Dreck ziehen. Bravo! Unsere letzte Frage ist historisch. Waren denn vor der NS-Zeit die jüdischen Gemeinden hier in Deutschland zionistisch gewesen? Also war diese Ideologie hier verbreitet? Welche ideologischen und religiösen Richtungen gab es denn überwiegend hier seitens der Juden? Ich habe gelesen, dass die meisten Gemeinden den Großrabbi Hirsch folgten. Ist das richtig? Können Sie uns mehr dazu erzählen? We are not big historic and specific in the German history, but in general, everywhere in Europe, it was the biggest rabbis was very, very strong against Zionism. And specifically Rabbi Shamshon Hirsch. Rabbi Hirsch, he was a long time ago, nearly 130
years ago, by the beginning of the Zionism, there is very much documents, very much speeches, very documented, which he was very against the Zionism. And all the rabbis, the Orthodox rabbis, was very, very against the Zionism. This all is documented. We can find it on our website, all this. Thank you. Also er sagt, ohne zu genau auf irgendeinen spezifischen Teil der Geschichte einzugehen, war das schon immer so in Europa. Schon vor 120 Jahren, als der Zionismus gegründet wurde, dass die größten Rabbis, allen voran der Rabbi Hirsch, sich eindeutig gegen den Zionismus ausgesprochen haben. Und alle großen Rabbiner, alle, die einen nennenswerten Stand haben, alle haben sich gegen den Zionismus ausgesprochen. Thank you very much. Shalom. Wir danken unseren 3 Rabbinern mit einem sehr großen Applaus.